Der Hochbeetgarten ist aufgebaut. In diesem Video holen wir schleunigst mit der Gartensaison auf, indem wir Pflanzen, Pflanze, bauen, von da nach da, kochen und mehr. Los geht's! Der erste Spatenstich im frisch angelegten Hochbeetgarten fühlte sich befreiend an. Durch die Verzögerung seitens Erdlieferanten hatten wir den Startschuss in die Gartensaison nun um fast 2 Monate verpasst. Die Pflanzkartoffeln und Steckzwiebeln, die ich vor dem Bekanntwerden der Verspätung schon gekauft hatte, mussten dringend in die Erde. 4 verschiedene Kartoffelsorten haben wir hier in die Erde gebracht. Bei der Auswahl waren die Tage bis zur Reife das ausschlaggebende Kriterium, also wie schnell oder langsam die Kartoffel geerntet werden kann. Von sehr früh bis spätreif ist alles dabei, damit wir durch die ganze Saison hindurch frische Kartoffeln essen können. Kartoffeln sind für mich, genau wie Knoblauch, fast schon Pionierpflanzen. Einfach schön tief in die Erde und vergessen. Als ich Kartoffeln auf meinem Balkon anbauen wollte, bin ich ausgelacht worden. Doch es war tatsächlich überhaupt kein Problem und wir haben immer üppige Ernten einfahren können. Speisezwiebeln sind an einen Schwierigkeitsgrad tückischer. Sie können schnell überwässert werden und faulen dann, aber wenn sie zu trocken werden, geben sie ebenfalls auf. Also wässern, aber keinesfalls zu viel. Auf unserem Balkon war das erste Jahr ein kompletter Fail. Im zweiten Jahr gab es ein ausbaufähiges Ergebnis. Immerhin wird diese Sorte Stuttgarter Riesen bis zu 1,5 Kilogramm schwer. Das erzeugt schon eine gewisse Erwartungshaltung. Also Daumen drücken für dieses Jahr. Ach ja, rote Zwiebeln und Schalotten gibt's auch noch, aber die sind nicht mein Steckenpferd. An sich war die Erde innen schon schön feucht, aber jetzt nach dem Einpflanzen würde ich schon ganz gerne noch mal ein bisschen Wasser drauf geben, dass das mit dem Wachsen auch losgeht. Allein das Setzen der Kartoffeln und Zwiebeln hatte mich am Ende mehrere Stunden gekostet. Und da sickerte es, glaube ich, wirklich noch mal ein, das hier ist eine völlig andere Dimension als unser 1,5 Quadratmeter Balkongarten, in der wir uns hier bewegen. Der euphorische Gedanke, hey, hier kann ich immer was machen, traf auf die Frage, habe ich denn überhaupt Zeit neben meinem Vollzeitjob, um das Ganze hier zu machen? Ich denke, langfristig wird es ein ziemlicher Balanceakt. Priorität Nummer 2 nach den Kartoffeln und Zwiebeln hatten dann Beerensträucher. Und da hatte ich eine Idee. Die Idee ist, dort hinten unter den Nadelbäumen ein paar Heidelbeerbüsche zu pflanzen, so wie das halt im Wald ist. Nun habe ich inzwischen erfahren, Kulturheidelbeeren sind noch mal ein bisschen von den Anforderungen anders als die Wildheidelbeeren. Die brauchen doch ein bisschen mehr Sonne, aber nichtsdestotrotz brauchen sie vor allem einen sauren Boden. Und dieser saure Boden herrscht oft unter Nadelbäumen vor, wie man es aus dem Wald kennt. Um aber zu bestätigen, dass ich auch wirklich perfekten Boden für diese Pflanzen habe, habe ich mir solche pH-Tests gekauft. Irgend so ein Glasröhrchen. Destilliertes Wasser und ein Granulat, was auch immer das ist, eine Anleitung. Die gucken wir uns mal zuerst an. Entnehmen Sie die Bodenprobe. Füllen Sie das Untersuchungsröhrchen 10 mm hoch mit der Bodenprobe. Füllen Sie anschließend bis auf 35 mm mit dem Wasser aus der beiliegenden Flasche auf. Geben Sie das pH-Bodentestpulver aus einem Portionsbeutel hinzu. Verschließen Sie das Röhrchen mit dem Stopfen und 30 Sekunden kräftig schütteln. Prinzipiell habe ich ja auch Rhododendron-Erde besorgt und auch einen Rhododendron-Dünger, sodass man auf jeden Fall eine Erde schaffen kann für Heidelbeeren. Bloß, wenn ich sie jetzt einfach im Freiland in den Boden pflanze, dann vermischen sich die Erden. Und wenn wir eine alkalische Erde außenrum um eine Rhododendron-Erde haben, dann wird der pH-Wert natürlich der Rhododendron-Erde über die Zeit aufgebessert. Und das wollen wir tatsächlich vermeiden. Deswegen ist der Trick, falls die Erde dort zu alkalisch sein sollte, dass man eine Wanne in den Boden setzt und die mit Rhododendron-Erde füllt. Also, obwohl im Wald Nadelbäume eigentlich ein klassischer Fundort sind für wilde Heidelbeeren, scheinen unsere 3 Nadelbäume hier nicht das richtige Klima erschaffen zu haben. Das ist kein Problem, ich habe bereits Rhododendron-Erde da, die sauer ist. Also Wannen besorgen und ab ans Einpflanzen. Hallo zusammen! Das Wetter heute ist sehr schön. In der Tat. Und was machen wir heute? Heidelbeere pflanzen. Genau. Es wird nämlich allerhöchste Zeit. Ich habe das schon vor Wochen gekauft. Und
wenn man jetzt genauer hinschaut, sieht man bereits, dass sich die Blätter verfärben. Die werden hier langsam rot. Das bedeutet, hier fehlen Nährstoffe, um ausreichend Chlorophyll auszubilden. Wir müssen also auf jeden Fall zusehen, dass wir das jetzt in eine frische Erde bekommen. Was sollen wir jetzt machen? Wir pflanzen das jetzt ein. Okay. Schritt 1. Pflanzen. Okay. Also ich habe hier so eine Wanne vorbereitet. Und die füllen wir mit Erde auf. Genug? Hortensiendünger. Halt, bevor wir es in die Erde tun, müssen wir den Wurzelballen auflockern. Nicht irgendwie alle Wurzeln zerstören, aber es muss schon ein bisschen aufgelockert werden. Okay. So. Ja. So, und dann kommt das in das Loch. So, wir drücken es an, dann decken wir das Ganze zu. Hey, warum mache ich das denn eigentlich schon wieder? Nö. Ja. Okay. Geschafft. Also, ich war in einem Dorf geboren. Meine Eltern sind Bauer. Ich bin einfach ein Bauermädchen. Ja, so, ich mag das. Und das Wasser hier ist das Regenwasser. Also Tim hat schon sogar Wanne gekauft, um das Regenwasser zu sammeln. Dann geschafft! Aber Alex und ich haben nicht nur Heidelbeeren eingegraben. Wir stellten uns auch einer Ingenieursaufgabe, wie wir sie noch nie erlebt hatten. Grundschulgeometrie. Wir versuchen jetzt mal unsere geschickten Handwerkerhändchen nochmal an einem sechseckigen, zweistöckigen Beet für die Erdbeeren. Das heißt, das obere braucht auch noch einen Boden, ne? Nee, unten füllen wir mit Erde voll und dann tun wir das obere drauf und füllen das auch mit Erde und gut ist. Wow, ich bin echt gespannt. Wir müssen einfach 2 Sechsecke bauen. Wir wissen, dass an jeder Ecke von dem Sechseck 120 Grad sein müssen als Winkel. Jetzt aber die Frage, wie stellt man denn das fest und wie stellt man denn das sicher? Das Problem ist, dass du das auf 2 Bretter verteilen musst, den Winkel. So, es kommt immer darauf an, wie du das Brett hinlegst. Ist es dann entweder der Innen- oder der Außenwinkel, den du jetzt Ja, das hinzufügst verwirrt oder mich total, wegnimmst? ja. Und das ist die Schwierigkeit daran. Ja. Eigentlich müssen wir ja mit einem Brett, wenn wir ein Brett fertig bearbeiten, einmal so schneiden und einmal von der anderen Seite schneiden. Nee, dann brauchst du ja eine gerade Linie. Rein hypothetisch. Wir haben jetzt auf 30 Grad gesägt. 2 mal 30 sind 60. Nee, das ist auch Quatsch. Weißt du, was wir machen können? Du schneidest jetzt mal ein paar solche Stückchen ab, alle in ungefähr gleichen Abstand mit 30 Grad. Und wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ja. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus bisher von den Winkeln, oder, Tim Reiche? Da! Hier! Die Lösung. Also, wir haben es jetzt mal in klein schon mal vorgebaut. Ja. Ich check das immer noch nicht, warum 30 Grad jetzt die Lösung war, ne? Das geht jetzt wirklich schnell. Ja. Aber jetzt wird es auch, ja, auch stabil. Jetzt wird es am Ende erst richtig stabil. Wir können es ja mal irgendwie so, dass es wirklich... Möchtest du mal anheben? Ja, lass mal anheben. Ne? Also, Zack. guck mal her. Tada! Das ist richtig gut geworden, ne? Bei der zweiten Etage des Beetes dachte ich, ich mache es fix selbst. Ja, als der Alex da war, wollte ich halt nicht so angeben, weißt du? Ich wollte ihm nicht direkt zeigen, was für ein krasser Profi ich bin. Und das ist die Ecke, passt das hier rein? Fast. Ja, das passt jetzt vom Winkel. Guck.
Tja. Das war wohl nix. So ein Sechseck als Oval, das ist doch auch mal ein interessantes Konzept. Nee, das machen wir neu. Also ich habe ja letztes Mal schon ein paar Bretter gesägt, ohne dich. Also wenn die Bretter die gleiche Qualität haben wie das Ding gerade eben. Ja, beurteile du. Ich weiß nicht, hast du da schon was getrunken gehabt bei dem Sechseck? Aber die sehen gut aus. Das wollte ich hören. So. Wir hätten die Dinger größer machen sollen. Ja. Alter, aber du hast ja auch viel zu tief. Du musst mal den auf ein bisschen empfindlicher stellen. Sehr gut, genau richtig. So, und jetzt muss das da irgendwie reingedreht werden. Aber es hält einigermaßen. Sag mal, Tim, was hast du eigentlich angelegt? Wie hast du das eigentlich gemacht? Warte mal kurz. Wir bauen das jetzt einfach einmal invertiert. Okay, ja. Ja, mein Gott, kannst du ist ja nicht so wegschmeißen. schlimm, oder? Nein. Was müssen wir jetzt noch machen damit? Warum? Wir können es ja trotzdem so bauen, oder nicht? Nee. Nee, stimmt, das geht ja von den Längen nicht. Nee, die Winkel zeigen jetzt auch in die falsche Richtung. Okay. Das Brett liegt richtig. Auf ein korrekt? neues. Ja. Was ist denn los? Knackt schon wieder wie so ein alter Knacker. So. Gut, aber das sieht wirklich gut aus, ja? Ey, es ist super stabil. Ist auch stabil, ne? Ja. Oh ja. Oh ja. Hervorragende Arbeit. Aus Mangel an Mulch ist 1/3 der Erdbeeren leider gestorben. Das vernünftig gepflegte Beet sieht heute so aus. Der Tag ist gekommen, um unsere übergroßen Tomatensetzlinge aus ihren viel zu kleinen Töpfen zu befreien. Und zwar sollen unsere Tomaten einmal auf diese Beethälfte und einmal da, wo der Tom gerade ist, auf diese Beethälfte. Die Rankhilfen für die Tomaten wollte ich wie flache Fußballtore ausführen, wie ich in diesem modernen Tanz demonstriere. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich würde sagen, fangen wir an. 1 Meter Abstand nach da vorne kommt dann der nächste Balken rein. Jetzt treiben wir diesen Keil dort hinein. So. Okay, das geht gar nicht so einfach. Okay, das macht relativ wenig Sinn. Hier ist das Holz jetzt schon gesprungen und der Balken, mit dem ich das reinklopfe, der ist auch gesprungen. Gut. Und dann würde ich sagen, Erde rein. Dann auf einer gescheiten Höhe irgendwie so kommt der Balken dazwischen und dann hält das Ganze zusammen. Und jetzt auf der anderen Seite nochmal das Gleiche. So, sind die Pfosten gerade? Weil das ist die Frage. Warte. Noch ist hier jetzt anzeichnen. Sieht auf jeden Fall schon mal toll aus. Sieht aus wie ein richtiges Bauprojekt. Gucken wir Nummer 2. Hey, guck dir das mal an. Das würde ich sagen, ist gut genug. Jetzt würde ich sagen, verlegen wir einen Balken von da nach da. Oben drüber sollen nämlich solche Bretter hier verlaufen. Ist aber viel zu breit, deswegen säge ich es noch einmal in der Mitte durch.
Aber hier sind sie, gesplittet. Das ist eine wackelige Angelegenheit hier. Boah, keine Ahnung, ob das gerade ist. Ich sehe den Dings nicht. Los geht's. Ja. Okay. Okay. Okay, super. Zack. So, da muss jetzt eine Schraube rein. Also Mitte zuerst? Ja, ich würde sagen unten Mitte zuerst. Aber Ja. du hast keine Schraube. Schön drücken. Das muss höher sein. Ungefähr Zu hoch? zu hoch. Yep. Sehr schön. Ey, wir haben es geschafft. Ist auch viel stabiler gleich. So. Jedes Mal, wenn ich so sage, muss ich den Videoclip in Premiere als Dialog markieren, damit er in die Untertitel übernommen wird. Und das ist ganz schön nervig, weil ich sehr oft so sage und nichts anderes. So, Gerüst steht. Was jetzt kommt, ist aber ein ganz furchtbarer Part, nämlich das Netz. So, irgendwie klappt das alles nicht. Ich wollte das jetzt gerade mal unten von A nach B spannen, aber ich komme nicht weiter als das hier. Also irgendwie, ich weiß nicht warum. Also ich will das, wenn ich das so spanne, ich habe das Gefühl, wir haben hier irgendein Gesetz der Physik ignoriert und dazu sehr gespannt. Ich würde sagen, das, was du in der Hand hast, ist jetzt unten. Und das würde ich jetzt mal unten so hinhalten. Sehr schön. Und jetzt machen wir das an meiner Seite auch. Und jetzt müssten wir das nach oben tun, das Netz. Das geht schon wieder nicht, oder was? Wie soll man das denn machen? Ich kann das jetzt wieder nicht nach oben spannen. Das ist doch bescheuert. Im Endeffekt haben wir aufgegeben und das Netz irgendwie angebracht, sodass es den geringsten Widerstand bot. Wenn jemand eine Idee hat, was wir falsch gemacht haben, lasst es uns bitte wissen. Ich habe, glaube ich, nur genug Netz. Nee, ich habe nicht genug Netz für alles bestellt. Nicht nur für das Beet hier. Schade. Da müssen wir doch alles machen. Ich hätte mir das Netz strammer gewünscht, aber zumindest hing es. Wir haben ein stabiles Gerüst installiert. Wir haben Netze gespannt. Morgen kommen hier unsere Schätze hin. Und zwar macht es Sinn, diese Pflanzen recht tief einzupflanzen, weil der Stamm noch Wurzeln ausbilden kann. Und dafür würde ich hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen was abschneiden. Das hier und dann bis ungefähr hier eingraben. So tief. Ne? Das ist so die Idee quasi. Und ich tue sie schon mal an den Ort, an dem ich sie dann eingraben möchte. Und jetzt können wir auch mal ganz kurz gucken hier im Topf, wie es den Wurzeln geht. Ja, da sieht man, die Pflanze war schon sehr lange in diesem Topf, fast schon zu lange. Die Wurzeln fangen an, hier ihre Kreise zu drehen. Ne? Und es ist, bevor man sie einpflanzt, sehr, sehr wichtig, den Wurzelballen zu nehmen und aufzulockern, damit die Wurzeln nicht mehr im Kreis wachsen, sondern sich wirklich hier entfalten können. Dann würde ich sagen, haue ich hier jetzt eine Pflanze rein. Ja, grabe dafür ein Loch. Tschüss Pflanze, schön tief, so. Und genau, und fülle das Ganze mit Erde auf. Zack. Zack. Drücke das Ganze nochmal ordentlich an. Und unsere erste Pflanze ist im Boden und muss jetzt bloß noch hier am Netz quasi befestigt werden. Also dieses Blatt hier wäre dann auf jeden Fall über der Erde, aber ich würde es trotzdem abschneiden, weil es natürlich Gefahr läuft, den Boden zu berühren. Und über die Feuchtigkeit kann über das Blatt eine Pilzkrankheit oder Krankheiten
auf die Pflanze übertragen werden. Das wollen wir natürlich nicht, vor allem weil die Pflanzen so dicht beieinander stehen. 2, 3, 4, 5, 6. So, Wurzelballen auflockern. So. Damit ist es abgeschlossen. Die Tomaten, nachdem sie 3 Monate auf unserer Fensterbank gereift sind, sind in der Erde. Und nachdem die Tuyet in mühevoller Kleinstarbeit jedes bisschen Unkraut aus den Beeten gezapft hat, sieht das hier auch total legit aus, wie ein echter Garten. Und da bin ich stolz drauf. Einen krönenden Abschluss für diesen Tag präsentierte am Abend dann die Tuyet. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Unser erstes Gemüse ist reif, nämlich der Spinat. Also Pflanzen ist nicht wirklich mein Ding, aber Ernten ist meine Leidenschaft. Okay, dann los geht's. Spinat ist hier in der Ecke. Ja, fühlt sich sehr, sehr gut an. Ach, hörst du nicht diese knuspige Geräusch? Und oh Mann, das freut mich wirklich sehr. Ready für Kochen? Ich kann nicht einfach alles. Yeah! Schmeckt einfach lecker, frisch. Nächster Schritt, Fleisch vorbereiten. Nee, das ist nicht für dich. Nein, okay, für dich hier, aber nicht da, okay? Und wenn es wieder kocht, dann schalte ich den Herd aus und das ist fertig. Oh ja, so schmeckt nur frisch geernteter Spinat aus dem eigenen Garten. Oh ja, oh ja. Es war Mitte Mai geworden. Der letzte Schritt in unserer Sommervorbereitung des Gartens: alle Setzlinge in die Erde bringen, die wir monatelang im Haus gepflegt hatten. Butternut-Kürbis. Und bei diesem Kürbis kann man immer 2 Pflanzen zusammentun, was ich dementsprechend auch machen werde. Butternut-Kürbisse ready. Okay, das ist jetzt keine so gerade Reihe. Jetzt pflanzen wir die Kölle. Bohnen, Gurken und Kürbisse pflanzen. Und zwar hier. Hier soll in die Mitte noch irgendetwas, an dem sie sich hochranken können. So was hier zum Beispiel. Oben einfach abmachen. Hauen wir den mal in die Erde. Ja, weiß jetzt nicht, ob das schon tief genug ist. Das wird schon. Okay. Das schaut doch schon mal besser aus, oder? Ja. Und dann würde ich sagen, spannen wir hier Seile, wenn die Pflanzen größer werden. Vielleicht müssen auch nicht alle Gewächse in diesem Beet wirklich solche Hochgewächse sein. Bohnen und Kürbisse und Gurken wachsen wirklich zu dem Baum hoch. Und hier drüben bauen wir noch so ein kleines Tipi. Ne? So ein Tipi. Zack. So. Ja.
Nun war meine Idee, wir überspannen quasi die Frühlingszwiebeln, aber wir pflanzen hier Gurken und Bohnen und die gehen dann hier hoch. Gurken und Kürbisse. Okay. Ja. Die Samen habe ich über Nacht einweichen lassen, damit sie dann schneller keimen. Im Falle der Kürbiskerne sogar in einem Teesieb, weil sie ansonsten zu leicht sind und oben schwimmen. Und hier 2 Gurken sammeln. Habe ich hier. Kürbisse sind hier. Ja. Also fertig. Das war auf jeden Fall ein gewaltiger Kraftakt, die ganzen Setzlinge rauszusetzen und ein paar Sachen haben wir ohne Kamerabegleitung auch nochmal direkt gesät. Aber es war schön zu sehen, wie sich dieses Puzzle langsam zusammensetzt. Die Tomaten erholen sich gerade von ihrem Transplantationsschock. Was sie jetzt benötigen, ist Mulch, damit die Erde nicht austrocknet. Und da trifft es sich ganz gut, dass mein Rasen dringend gemäht werden muss. Los geht's! So, oh Gott. Okay, aber wir wissen nun, wie es angeht. Oh, schon viel weggegangen, ne? Also der Rasen ist hoch. Ich hätte gedacht, wir hätten hier Rasen noch und nöcher und könnten damit machen, was wir wollten. Also ich dachte auch an Kompostieren und alles. Aber tatsächlich bin ich froh, wenn ich gerade so die Tomaten gemulcht bekomme. Hättet ihr gedacht, dass am Ende nur genug Rasen da ist, um etwas an die Tomaten zu tun, an die paar Pflanzen? Wahnsinn, was für eine Transformation das für den Garten gewesen ist. Ich persönlich finde den natürlichen Look schöner, aber ab und an muss der Rasen einfach gemäht werden. Und jetzt, wo er kurz ist, muss ich sagen, das schaut auch nicht schlecht aus. Schaut irgendwie professionell aus, legitim. Nicht schlecht, Herr Specht, würde ich mal sagen. Diese Kartoffeln haben Bock. Die Pflanzen sind viel größer geworden, als ich jemals gedacht hatte, denn auf meinem Balkon waren sie ungefähr halb so groß wie die, sage ich mal, auch kleinsten Pflanzen hier. Und ich glaube, meine Schätzung, basierend auf den Erfahrungen in meinem Balkongarten, dass ich pro Kartoffelpflanze 1 Kilo Kartoffeln herausbekomme, ist vielleicht ein bisschen zu klein gewesen. Ich denke, wir steuern hier auf jeden Fall mindestens auf 2 Kilo pro Pflanze zu. Spannend finde ich eben auch, dass man die Unterschiede so gut sehen kann zwischen den frühen und mittelfrühen Pflanzen und da drüben den mittelspäten und späten Pflanzen. Tja, die Tomaten und ich, eine Liebe, die im Moment so ein bisschen auf dem Prüfstand steht. Nicht von meiner Seite, aber von ihrer Seite. Hier gibt es ein paar Kandidaten, die haben auf jeden Fall Bock. Zum Beispiel diese Cherry-Tomaten bilden bereits teilweise Blüten aus und werden sehr bald Früchte tragen. Das ist gut, aber manche dieser Pflanzen sind noch in exakt dem Zustand, in dem ich sie ausgepflanzt habe. Nämlich, sie hatten oben noch neue Blätter, aber die waren noch verschlossen und die sind immer noch verschlossen. Dabei ist das Auspflanzen jetzt schon 3 Wochen her. Ich kann mir auch vorstellen, dadurch, dass wir sie so tief eingegraben haben, muss der Stamm vielleicht erstmal neue Wurzeln ausbilden und sich erstmal daran gewöhnen, dass man jetzt so tief in der Erde steckt. Wer weiß, ich hoffe, das wird was. Ich hänge an den Tomaten. Die Zwiebeln haben erwartungsgemäß einen sehr guten Start hingelegt. Das hier sind die gelben Zwiebeln Stuttgarter Riesen. Normalerweise werden die sehr groß, aber da wir sie erst sehr spät in der Saison gepflanzt haben, denke ich, erreichen wir vielleicht so eine Größe maximal, aber sie können natürlich auch so groß werden. Unsere Schalotten sehen sehr gut aus und die roten Zwiebeln, die wir auch noch gepflanzt haben, haben ein bisschen einen schwächeren Start hingelegt, aber ich denke, sie räumen das Feld von hinten auf. Es ist ungefähr 1,5 Monate her jetzt, dass wir die Heidelbeeren in Container gepflanzt und die Container in der Erde versenkt und gemulcht haben. Und ich kann mit Stolz berichten, das Rot aus den Blättern ist weggegangen. Die Pflanzen haben also genug Nährstoffe bekommen, um wieder ausreichend Chlorophyll auszubilden. Und nicht nur das, es sind neue Blätter hinzugekommen und bis auf die Sorte Elisabeth sind die Sträucher dick behangen mit Heidelbeeren. Und ich denke, wir steuern auf eine fulminante Ernte zu. Auch der Rest des Gartens hatte sich hervorragend entwickelt.
Wirklich alles, was wir gesät oder vorgezogen hatten, war uns, soweit wir es beurteilen konnten, gelungen. Da schlägt das Gärtnerherz wirklich höher. Was für eine Reise und was für ein Start in den Sommer. Wir fahren jetzt tatsächlich erstmal in den Urlaub und ich bin schon gespannt, wie das Ganze hier danach aussieht. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns auf der anderen Seite.